Ja, heute probieren wir mal ein kleines Experiment im Omnia-Backofen, und zwar probieren wir einmal Pommes im Omnia-Backofen. Mal sehen, wie es klappt. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Heute probieren wir einfach mal Pommes im Omnia-Backofen. Eine immer wieder sehr beliebte Frage, ob es denn klappt. Ich selber habe schon ein paar Mal ausprobiert, aber ich will jetzt ein kleines Experiment starten mit euch. Welche Pommes klappen? Klappen Pommes überhaupt? Und was muss man vielleicht beachten? Oder wird es gar nichts? Gehen wir zur Pommesbude. Aber das Ergebnis werden wir mit Sicherheit rausfinden und zum Ende des Videos wissen wir mehr darüber. Ich werde das Ganze erstmal im anti-haftbeschichteten Omnia ausprobieren. Einfach aus dem Grund, weil ich nachher einfacher habe zum Saubermachen. Falls die wirklich da irgendwie anpappen oder sowas, habe ich gedacht, okay, ich mache das erstmal im anti-beschichteten Omnia und danach, wenn es klappen sollte und wenn das Ergebnis gut ist, werde ich das Ganze nochmal in der ganz normalen Backform machen, sodass auch die Personen, die halt eine nicht beschichtete Backform haben, wissen, wie es klappt und ob es klappt. Ja, aber deswegen probieren wir es erstmal aus. Ich habe mir hier verschiedene Sorten Pommes geholt. Ich habe darauf geachtet, dass es auch immer die gleichen Pommes sind, das heißt immer dünne Pommes. Einmal halt von einem Markenhersteller und dann 2 vom Supermarkt, halt die namentlichen vom Supermarkt. Ich bin gespannt, ob es Unterschiede gibt oder ob alle Ergebnisse gleich werden. Das werden wir jetzt herausfinden und deswegen werden wir jetzt erstmal die Omnia-Formen füllen. Ich denke mal, ich fülle die jetzt erstmal nur zur Hälfte und mache die dann erstmal auf mittlerer Flamme, weil die anti-haftbeschichtete soll man ja nicht so lange auf der vollen Flamme lassen, denn umso mehr die halt der Hitze ausgesetzt ist, umso mehr verliert sie irgendwann an den Anti-Haft-Effekt. Das ist aber bei allen Anti-Haft-Beschichtungen so, nicht nur jetzt bei dieser, sondern es hat auch bei Pfannen oder wenn ihr privat beschichten lasst, dann sagt der Beschichter auch, es hat halt auch mit der Hitze zu tun. Und deswegen werde ich jetzt erstmal 3 anti-haftbeschichtete Formen zur Hälfte füllen und auf halber Flamme versuchen aufzubacken. Und dann gucken wir mal das Ergebnis. Ich probiere es erstmal mal so eine halbe Stunde und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an und entscheiden dann, ob es länger braucht oder was wir machen müssen. Gut. Ich habe jetzt bei allen auch eine komplett volle Gaskartusche drin, damit der Test auch wirklich gleich verläuft. Mit dem gleichen Kocher, mit dem gleichen Omnia, mit der gleichen Gasfüllung, weil auch das Gas ist unterschiedlich, wie stark halt die Flamme ist. Ich mache jetzt erstmal 2 Minuten alle auf voller Flamme, damit die alle einheizen. Und dann gehe ich 30 Minuten auf mittlerer Flamme und dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. So, es waren jetzt 35 Minuten erstmal. Wir gucken mal rein, was mit den einzelnen Pommes ist. Und ich denke mal, die werden wir jetzt ein bisschen durchschütteln müssen. So, die fühlen sich, die hören sich knackig an. Die sind aber nicht knackig. Ich zeige euch das gleich. So. So, nehmen wir eine raus. Also die sind überhaupt noch nicht knackig, die sind wirklich noch richtig, richtig matschig. Aua. So. Die nächsten. Mal gucken wir jetzt mal. Die haben schon etwas Farbe angenommen, aber jetzt nehmen wir mal so einen etwas bräunlichen. Au! Gut, der ist schon ein bisschen knackiger, aber hier noch völlig weich.
Eine Seite ist knackig, eine Seite ist völlig weich, kann man ja umdrehen. Schauen wir mal, wie es gleich wird. Ansonsten sind die noch ziemlich wabbelig. So, und die nächsten. Die sind schon viel brauner. So, gucken wir uns auch mal an. Also die pappen sehr aneinander und bei denen ist es auch so, unten ein bisschen braun, wo sie drauf lagen und oben noch ziemlich matschig. Die sind total heiß, die Dinger. Ja, lassen wir noch mal drauf. Lassen wir noch mal drauf. Optisch, muss ich sagen, gefallen sie mir noch gar nicht. Ich meine nicht von der Bräune her, sondern weil die so komisch wabbelig sind. Aber ist ja ein Test. Wir gucken jetzt mal, wie sie sich weiterentwickeln im Omnia. Ich lasse jetzt noch mal 10 Minuten drauf. Auch auf mittlerer Flamme und dann schauen wir mal, wie die dann geworden sind. 10 Minuten sind um. Wir gucken rein. So. Schaut mal. Ich muss euch echt sagen, die sehen nicht toll aus. Jetzt mache ich das erstmal aus. Dann mache ich mir die Pfoten. Also die sind jetzt 40 Minuten drin. Die sind immer noch ziemlich wabbelig und weich. Wir nehmen mal den nächsten. Okay, den mache ich auch mal aus. So. Die sind auch super weich, noch alles weich, alles weich. Aua, 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 aua. So, kommt, den letzten nehmen wir jetzt auch noch. Da kleben sie ein bisschen. Trennen wir jetzt mal ein bisschen. Das ist ein Trauerspiel. Also die sind überhaupt nicht lecker. Oh, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, die sind jetzt fast 50 Minuten drin. Die sehen ganz fürchterlich aus. Also nicht so, wie man sich Pommes vorstellt, knackig und glatt. Und die sehen teilweise echt vertrocknet aus. Auf einer Seite dunkel, auf einer Seite hell, also weich. Und dann sehen die völlig vertrocknet aus, wenn man hier reingeht. Die sind auch total flach geworden. Ganz komisch. Und hier auch. Und wenn man sich die Menge anguckt, guckt euch jetzt nur mal die Menge an. Fast 50 Minuten, mittlere Flamme. Da wären nicht viele von satt. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, Pommes im Omnia-Backofen. Ich finde das immer eine Katastrophe. Ich habe eigentlich Hoffnung gehabt, weil ich habe ja mal Rosmarinkartoffeln gemacht im antihaftbeschichteten. Und die sind so toll geworden, die sind richtig, richtig gut geworden. Und ich habe auch immer, wenn wir auf Messen waren, bin ich gefragt worden, Pommes im Omnia-Backofen, wo ich gesagt habe, nee, vergesst das, Leute, wirklich vergesst das. Es gibt immer noch die Möglichkeit, was einige machen, die legen dann das Aufbackgitter rein. Natürlich jetzt nicht im antihaftbeschichteten, sondern halt in dieser. Und dann legen die halt das Aufbackgitter rein und machen sich die Mühe, wirklich die Pommes hier so drauf zu legen. Ja, so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, davon werden noch weniger Leute satt. Und wie viel Arbeit soll man wirklich machen? Die fallen ja alle da durch. Auch bei dem anderen Gitter, diese ganze Arbeit. Und da wird vielleicht ein 5-Jähriger von satt, von die Portion, die ihr dann auf dieses Gitter bekommt. Das breche ich ab, ganz ehrlich. Wenn ich das jetzt noch länger mache, dann werden die Pommes noch kleiner, noch vertrockneter, weil anscheinend wird ja nur die Flüssigkeit daraus gesaugt. So habe ich den Eindruck gerade. Es ist an der Seite immer noch, ganz vieles noch richtig matschig. Guckt euch das mal an. Ja, das ist ja hier, die ganze Seite ist noch völlig matschig. Die ganze Seite ist noch völlig matschig hier unten. Bis die braun sind
ist meine Gaspulle leer. Und das ist eine Sache, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, erstmal von der Menge her wird da keiner satt von und ihr habt viel zu viel Gasverbrauch. Also der Omnia ist eigentlich ein Kochgerät, ein Backofen, der mit wenig Gas auskommt, weil er auf der Niedrigtemperatur arbeitet, das heißt mit kleiner und mittlerer Flamme. Nur hier ist es echt eine Katastrophe. Ich habe jetzt noch einen kleinen Joker. Mikrowellenpommes. Die probieren wir jetzt auch noch aus. Und wenn die nichts bringen, dann sage ich Pommes AD. Also die ganz normalen Backofen-Pommes, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Die sehen fürchterlich aus. Aber wir probieren das jetzt gleich nochmal mit Mikrowellenpommes. So, da sind sie, Mikrowellenpommes. Ich bin in vielen Geschäften gewesen, um überhaupt Mikrowellenpommes zu bekommen. Als die Josie gerade reinkam, sagte sie, oh, das wird bestimmt was. Die schmecken in der Mikrowelle nämlich gut. Ich habe keinen Geschmackstest, ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also hier steht drauf, 4 Minuten, irgendwie auf keine Ahnung was. 4 Minuten auf 900 Watt. Ich habe jetzt 3 Pakete gekauft. Wir probieren das mal aus. Wenn es klappt, ich habe noch welche mit Wellenschnitt. Die gibt es nämlich auch mit Wellenschnitt. Dann probieren wir die auch noch aus. Mal gucken, ob die mit Lattenschnitt besser werden oder mit Wellenschnitt. Oh, ich habe ja jetzt Hoffnung, dass das wenigstens was wird. Ach, wir probieren aus, oder? Genau. Oh, da ist aber nicht viel drin, Leute. Okay, 140 Gramm. 140 Gramm. Ach du Kram. Oh, ist ja noch weniger als gerade. Also 140 Gramm, 2 Euro. Ist natürlich eine Hausnummer. Aber was tut man nicht alles für Pommes, oder? So. Alter Falter. Das ist ja mal gar nichts. Okay, wir wollen ja nur gucken, ob es klappt. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob wenn man dann jetzt mehr reinmachen würde, ob es dann besser klappen würde. Wisst ihr was? Ist ja Quatsch, wenn ich das in 3 ausprobiere. Ich probiere eine Packung aus und in dem anderen eine doppelte Packung. So machen wir es auch. Oh, okay. Dafür gibt es bei einigen Händlern Kleckerdeckel, ich weiß. Oder einen Marmeladendeckel, weiß ich auch. Die lassen wir da jetzt liegen. So. So, wir probieren das mal so aus. Das ist jetzt eine doppelte Packung und das ist eine einfache. Also 140 Gramm, 280 Gramm. Probieren wir einfach mal aus. Ne? Ja, 900 Watt. Ich probiere jetzt die mittlere Flamme aus. Und dann gucken wir mal, wie die werden. Ich traue mich mal nach 20 Minuten reinzugucken. Ich gucke nach 15 Minuten mal rein. Weil die riechen schon sehr stark. Also nicht verbrannt, aber die riechen nach Pommes. Oh, guck mal. ...140 Gramm. 140 Gramm. Und die sind wirklich... Ach, die sind heiß. Aber die sind nicht matschig. Die sind auch gut. Okay, 140 Gramm ist wenig, aber es klappt. Ich gucke mal hier rein, aber ich habe eine doppelte Menge. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie schon gut sind. Aber die sehen im Ganzen schon ganz anders aus als die aus dem Backofen, also die Backofen-Pommes. Die sehen schon ganz anders aus. Die sind noch ein bisschen wabbelig, aber nicht so wabbelig wie die anderen nach 50 Minuten. Ne? So, okay. Die lasse ich mal noch mal kurz drin. Alles wieder zusammenbauen. Und dann gucken wir uns die gleich noch mal an. Aber ich glaube, das ist Hoffnung. Aber ganz ehrlich, ey, 140 Gramm, ne? Nicht viel. Okay, aber dann machen wir gleich mal eine kleine Kostprobe. Die gehen jetzt noch mal 5 Minuten erstmal. Wir müssen uns herantasten. Auf mittlere Flamme weiterhin und dann gucken, ob die fertig sind. Aber 15 Minuten erstmal, das ist schon mal eine gute Zeit, oder? So, die doppelte Portion war jetzt 25 Minuten drin. Gucken wir uns die mal genauer an. Also die sind von einer Seite echt knackig, von der einen Seite nicht.
Genauso wie hier. So knackig sind die nicht so wirklich. Ich finde die jetzt ziemlich vertrocknet. Also eine Portion für 15 Minuten waren super okay. 2 Portionen bei 25 Minuten fand ich jetzt nicht so toll. Ich habe vorher schon mal reingeguckt, da waren die immer noch nicht so gut. Jetzt habe ich die noch länger drin gelassen. Aber die werden auch wirklich vertrocknet gerade. Wir probieren jetzt nochmal den Wellenschliff aus. Also eine Portion Pommes, 140 Gramm, würde ich sagen, sind völlig okay. Die bedecken aber auch gerade den Boden. Und hier habt ihr halt ein bisschen mehr. Und ich denke mal, sobald es mehr Pommes drin sind, die mehr als den Boden bedecken, klappt es nicht wirklich. Man kann sie essen, aber es sind jetzt nicht die Pommes, die man halt erwartet. Ja? So, okay, ich probiere jetzt aber trotzdem noch einmal hier den Wellenschliff aus und das einmal mit der unbeschichteten und einmal mit der beschichteten Form. Da mache ich dann wirklich jeweils eine Portion rein, damit wir einen kompletten Vergleich haben, ob es einen Unterschied macht, ob ich die beschichtete nehme oder nicht. Den Test machen wir jetzt auch noch. Eigentlich schade, ne? Also so toll die sind jetzt wirklich nicht so toll. Man kann sie essen. Man kann sie essen, aber ich glaube, ich würde nicht mehr als 3 Pakete, würde ich nicht reinmachen. Gar nicht. Also 2 Pakete ist, glaube ich, das Maximum. Ist natürlich 25 Minuten. Wenn ihr 4 Personen seid, ist das natürlich sehr wenig. Das müsst ihr natürlich abwägen, ob das für euch in Ordnung ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass ihr den Gaskocher halt oder den Omnia halt auch besetzt. Wenn ihr irgendwas anderes machen wollt, dann müsst ihr halt eine Wurst auf den Grill schmeißen. Ich mache jetzt aber erstmal hier 2 Formen mit Wellenschliff. So, der Wellenschliff. Dann gucken wir mal, was unsere Mikrowellenpommes mit Wellenschnitt machen. Die sehen gut aus. Die sehen richtig gut aus. Jetzt gucken wir mal. Die fühlen sich richtig gut an. Ja, das ist der aus dem unbeschichteten Omnia-Backofen. Das ist der aus dem beschichteten. Ja, eigentlich gar kein Unterschied. Die schmecken sehr lecker. Die auch. Okay. Also wie ihr seht, es gibt keinen Unterschied, ob ihr jetzt im unbeschichteten macht oder im beschichteten. Da würde ich jetzt sogar sagen, Jacke wie Hose, völlig egal. Hier ist auch nichts irgendwie angeklebt oder dass ihr das nicht mehr sauber bekommt. Da ist gar nichts. Super. Also das ist jetzt eine Portion gewesen, 140 Gramm. Muss man ja dabei sagen. Mit 140 Gramm, glaube ich, wird man nicht großartig satt. Aber es hat sich hier gelohnt. 2 Pakete, vermute ich mal, wird genauso eine Katastrophe werden, wie gerade 2 Pakete von den glatten Pommes. Aber anscheinend klappen Mikrowellenpommes. Wenn man ja mehr haben will, muss man eventuell 2 Portionen machen. Macht ihr jetzt 2 Portionen direkt in einer Form rein, dann werden die wirklich nicht so toll wie jetzt. Weil die sind hier echt schön geworden. Die sind wirklich wie aus der Pommesbude geworden. Aber wie gesagt, 140 Gramm. Nicht gut. Ja, was ist denn mein Fazit jetzt von dem ganzen Pommes-Projekt-Experiment? Pommes für den Backofen. Ich probiere es jetzt seit 4 Jahren aus. Ich hatte die Hoffnung, dass es mit dem anti-haftbeschichteten Omnia viel besser wird, weil die Rosmarinkartoffeln halt so richtig klasse wurden. Habe ich echt Hoffnung gehabt, dass es klappt. Nö. Also ich finde immer noch, Pommes werden nichts. Also Backofen-Pommes werden nichts im Omnia. Und dann gibt es natürlich die Mikrowellenpommes. Ja, die sind möglich, aber doppelte Portionen wären nicht so lecker. Nee, also eine Portion, die wird richtig cool. 2 Portionen werden nicht so lecker. Dauert jetzt 15 Minuten auf mittlerer Flamme. Das heißt, ihr könnt ja gucken, ob ihr dann vielleicht noch eine Portion nachlegt. Ob sich das so rentiert, wirtschaftlich, keine Ahnung. Also was ich immer wieder empfehlen kann, ist Kroketten.
Wenn ihr wirklich Kroketten im Omnia-Backofen macht, die werden richtig, richtig cool. Und darauf schwöre ich ja. Also Kroketten im Omnia-Backofen sind super. Pommes finde ich aber auch, die brauchen echt Fett. Also ich finde, Pommes ist das einzige Gericht, wo ich echt sage, ey, die müssen wirklich frittiert werden. Und dann sind Pommes Pommes. Alternativ kann man natürlich dazu greifen. Ja, holt das raus, was ihr für euch sinnvoll findet aus diesem Video. Ich persönlich werde keine Pommes im Omnia-Backofen machen. Ist mir erstens zu viel. Also das heißt, es dauert mir viel zu lange. Da mache ich mir lieber Kroketten oder ich mache mir ein anderes Ofengemüse oder ähnliches. Und ich finde den Gasverbrauch auch bei Backofen-Pommes, die ja sowieso nicht gelingen, völlig utopisch. Das ist ja wirklich viel zu viel. Also die hätten bestimmt etwas über eine Stunde drin sein müssen und dann habt ihr vielleicht eine halbe Flasche leer. Ich kann ja mal gucken, wie viel da jetzt drin ist noch. Ja, da ist nicht mehr so viel drin. Ich denke mal, ein Drittel wird noch drin sein. Ich habe die ja vorhin alle komplett neu gemacht. Habe damit jetzt also eine Stunde oder fast eine Stunde die Backofenpommes auf mittlerer Flamme gemacht. Habe damit 2 Portionen, der müsste eigentlich weniger drin haben, weil ich da, nee, der ist sogar mehr drin. Jo, der fühlt sich viel mehr an, weil das war der, wo ich die doppelte Portion Mikrowellenpommes drin hatte. Da würde ich sogar sagen, der ist sogar fast halb voll. Ja, aber ich finde es jetzt für Pommes, wenn ihr so ein Frittenrennstingen, so ein Wagen, wo ihr euch auf dem Campingplatz habt, geht doch lieber dahin. Abgesehen davon 2 € für 140 Gramm, wo sowieso keiner von satt wird. Aber wie gesagt, es war ein Experiment. Vielleicht hat euch das Experiment weitergebracht. Ich verabschiede mich aus diesem Experiment, was für mich nicht so positiv ausgegangen ist, muss ich sagen. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber egal. Kroketten sind, glaube ich, viel besser. Probiert es mal aus. Oder Rosmarinkartoffeln, auch super gut. Ja, verlinke ich euch mal den Beitrag zu den Rosmarinkartoffeln. Probiert es aus. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, Tipps habt, Informationen habt, da unten gibt es die Kommentarfunktion und da freue ich mich drauf. Vielleicht helfen mir eure Tipps hier auch weiter und ich kann es dann mal ändern. Dann probiere ich Pommes nochmal aus zum 175. Mal, glaube ich. Vielleicht, wenn wir nächstes Mal in Schweden sind, kaufe ich mir schwedische Pommes, denn Omnia wirbt ja dafür, dass Pommes im Omnia-Backofen klappen. Vielleicht sind schwedische Pommes das Geheimrezept. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!